Hallo, ich bin Sebastian und ich starte heute meine große Reise. Was wird mich erwarten? Werde ich meine Grenzen kennenlernen? Kann ich über sie hinausgehen? Und ach, scheiß auf den Blödsinn. Let's rock! So, hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Herzlich willkommen zu meiner Weltreise. Naja, wird nur die halbe Welt. Es geht noch bis nach Zentralasien. Oh Mann, habe ich sowas schon mal gemacht? Nö. Habe ich da Bock zu? Ja. Der Tag, der begann heute auch wunderbar. Vor allem wunderbar früh. 3:45 bin ich wach geworden. Hab dann so die morgendlichen Sachen erledigt. Fahrrad war schon gepackt. Bin dann noch vor Sonnenaufgang losgeradelt. Von der Kirche nach Soltau. Und habe da beim schönsten Sommermorgen erstmal feststellen müssen, dass mein Anschlusszug in Hannover ausgefallen ist, mit dem ich dann nach Dresden fahren wollte. Ja, so eine Schafscheiße. Weil ich wollte mir für den Nachmittag genug Zeit nehmen, dass ich hier ganz gemütlich durch die sächsische Schweiz bis nach Tschechien fahren kann. Ja, Pustekuchen. So viel zum Thema Fahren Sie mit der Deutschen Bahn. Die ist gut, haben sie gesagt. In jedem dritten Weltland funktioniert das besser. Jetzt fällt ja auch noch so ein scheiß Zug lang. Naja, jedenfalls habe ich dann einen Zug 2 Stunden später bekommen. Habe mir in Hannover dann noch eine Stunde den Ernst August angeguckt. Also die Statue, nicht den Platz. Und dann bin ich endlich in Dresden angekommen. Allerdings hatte ich dann nicht mehr so die Zeit dafür, mir die Stadt so ein bisschen anzugucken. Zumindest so ein kleines bisschen. Also straight durch an die Elbe und jetzt ab nach Tschechien. Es ist jetzt 5:30. Ja, ich denke mal so 15 bis 20 Kilometer muss ich noch fahren. Bin jetzt gerade bei so einem Kaff, das sich Königstein nennt. Ja, wird schon. Solange mir der Himmel nicht auf den Kopf fällt, ist alles gut. Alter, voll geil. Ich bin hier jetzt 10 Kilometer vor der Grenze in so einem kleinen Dorf. Kritten nennt sich das. Und muss langsam an mein Wasser denken, damit ich nachher was habe. Und habe hier diesen Brunnen gesehen. So, und dann stand hier kein Trinkwasser. Ich dachte, scheiße, gibt's doch nicht. So, hier ist der Bahnhof. Wollte jetzt auf die Bahnhofstoilette, um da mir Wasser zu holen. Und kam ein netter Mann raus, hat gesagt, ja, kannst hier vom Brunnen nehmen. Ist ein bisschen eisenhaltig, aber ohne Bedenken, wir trinken da auch draus. Alter, und guckt euch das an. Ich bin in Tschechien angekommen. Und ich fühle mich wie so eine LKW-Ladung Sackkartoffeln. So, jetzt nur mal gucken, dass ich irgendwo einen Schlafplatz finde. Eieiei. Irgendwie, ja, geiles Gefühl. Wobei das heute nur, was weiß ich, 50, 55 Kilometer waren. Ich habe es nicht genau nachgeguckt. Ist mir auch scheißegal. Ich will nur noch irgendwo meine Ruhe haben. So, von da ganz hinten bin ich gekommen. Und diese ganze Strecke, so schön es auch ist nicht gerade wildcamperfreundlich. Jetzt habe ich aber hier diese kleine Wiese gefunden. Da stand irgendwas mit Parken verboten und ganz, ganz viel auf Tschechisch. Aber ich denke mal, hier vorne ist es so ein kleines bisschen eben. Kleines bisschen sichtgeschützt. Aussicht ist geil. Und jetzt werde ich erstmal einen Moment hier bleiben, mal gucken, was passiert. Und dann werde ich hier mein Zelt aufschlagen. Wetter ist gut.
brauche ich vielleicht nur das Innenzelt, kann mir das Außenzelt sparen. So, die erste Nacht ist überstanden. Ich hatte gestern keine Lust mehr, irgendwas zu filmen. Ich hatte, nachdem ich meinen Platz nun gefunden hatte, mir nochmal ein schönes Essen gemacht. Couscous mit roten Linsen, ein paar Gewürzen dazu. Und viel zu viel gekocht. Und dann wollte ich auch nur noch das Zelt aufbauen und mich in die Matte schmeißen. Das war ziemlich kacke, weil es wurde dann auch schon langsam dunkel. Und ich wollte ja nicht so auffallen, während ich hier ein Zelt aufbaue. Das heißt, ich musste im Dunkeln mein Zelt aufbauen und wurde nebenbei von diesen ganzen scheiß Mücken zerstochen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ein Dutzend Mückenstiche oder so. Aber juckt zum Glück nicht. Ja, und dann habe ich mich nur auf meine Isomatte geworfen. Natürlich auch die dünne, die ganz dünne, mit 3 mm Dicke und einfach nur hinlegen. Ich war echt gebraucht gestern. So, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Dann werde ich meine Sachen zusammenpacken, schon mal ein bisschen losradeln, gucken, dass ich irgendwo in Ruhe dann frühstücken kann. Ja, und dann mal sehen. Also nach Prag, was so das erste Hauptziel ist, sind es knapp über 100 Kilometer noch. Das kann ich mir jetzt auf 2 Tage sehr gut aufteilen. Ja, und mal gucken, wie weit ich heute komme. Aber erstmal genieße ich die Aussicht. Die erste Nacht hinter mich gebracht habe und den ganzen Stress von gestern und jetzt mal in den vollen Tag starten kann, fühlt sich das wunderbar an. Wie ein Aufbruch. Wie ein Aufbruch ins große Abenteuer.